Augen auf, Hirn zu. Hier sind wieder Brainless Play, ich bin hier mit Fennerverlay. Und ich mit Saffron. Und wir haben jetzt im Off-Cam ein bisschen rumgeguckt und jetzt wissen wir, wie es geht. Ja. Und wenn der Part jetzt zu kurz wird, dann schnippeln wir es einfach ans vorherige dran und ihr habt nie gemerkt, dass es 2 Parts hätten werden sollen. Doch, das habt ihr an unserem Outro und Intro. Die ich nicht reingeschnitten haben werde in diesem Fall. Oh. Die Leute hatten das noch nicht gehört. Ja. Verzeihung. Bloß weil du es jetzt schon gekannt hast, hast du es nicht. Na egal. Ich hab's so wichtig war es nicht. Okay. Du musst das Ding erst mit unserem Zinnsoldaten verbinden. Ja. Hast du denn überhaupt nichts gemerkt? Nö. So. Das reicht schon. Jetzt musst du bloß mit Ibi das Wasser rauslassen, dann geht's weiter. Ach ja, und dann muss noch Ultrabot den Deckel zumachen, damit der Soldat auf den Deckel stellen kann. Schön, dass du den er gar nicht braucht. Die ganze Zeit spoilerst. Das ist doch wurscht, wir wissen eh, was passiert. Und die 5 Sekunden machen auch keinen Unterschied mehr. Ja, dieser Zinnsoldat. Halt. Bombshell. Ganz an den Rand, du musst ganz an den Rand. Und. Die hat was zur Hölle. Sehr fies. Auch weil du, glaube ich, nicht auf ihn werfen musst, sondern auf die Kette. Okay. Das war das, weil wir haben ein paar Mal geworfen und irgendwann hat es halt funktioniert. Ich glaube, das ist halt, wohin du zielst. Ich glaube, du musst auf das Kettenglied zielen. Ah nein, du musst eben nicht auf das Kettenglied, sondern auf ihn? Ja. Ja. Ah, das war der Unterschied. Damit ist das Spiel eigentlich zu Ende und das kommt bloß noch. Shiny hair, remember? Das war's. Dr. Hugo, you've got some explaining to do. And this time it's personal. Was? You're right. That didn't really make sense. Nein, überhaupt nicht. Okay, I'll bite. Why is our boss tied up on a crate? Because Dr. Hugo sabotaged our robots, not Xander. But the robots are fine now. Actually, they saved us. Us? Last night, Dr. Hugo kidnapped Yuri and I in this crazy underground lair. Better let Yuriko tell it, Z. Yeah. This started years before any of us worked here. This building was the greatest toy factory of its time. You don't mean Keen's toys? Oh, of course. Who doesn't have a closet full of those things? Wait, that was here. Yes, and Dr. Hugo wanted to be an inventor. He managed Kein to Logo, get a kein gar job, but nichts for mehr. some reason they Überhaupt rejected all nicht, his nein. ideas. Furious, he hatched an evil plot. But first... Wait. How did you find all this out? Simple. I talked to the robots. It wasn't, I swear! I just got so bored. I took Xander's keychain and we escaped all over the place. You did? We started finding these old toys everywhere. After Dr. Hugo zapped me, I started putting it all together. Inside the factory, we found a wrench in the gears. He must have sabotaged the assembly line way back when. Thank you, Hero. Did you Ganze really Firma think our boss just lahmgelegt wanted to mit do chores einem all day? Ja, mit einem Hugo. Wrench, einem Schraubenschlüssel. No! Genau. Untie me, quick! Hello, Hugo. Don't tell me you don't recognize your old boss after all these years. So you're Mr. Keen, the great inventor. So said the papers, anyway. After all this time, what made you come back? Let's just say a little bird told me. Wow, he's good. Hugo sabotaged my factory and stole my best toy Oh ideas. Mann. And then he sold them to Cosmo. From Cosmo's Cosmic Contraptions! They have a TV show! Then why were there toys scattered around the building? Dr. Hugo tried to hide the evidence of his crime. And for years it worked, up until Xander found that Jack-in-the-Box. Check in the box. If that's true, Ja, how did das, Dr. was wir Hugo ganz am end up Anfang with vom your Let's Play factory? hatten. Die hier vorne Ach, links. Many das. years later, my son asked permission to open a robot factory instead. Your son? Yes, my son Hugo, who's about as much of a doctor as Dr. Pepper. And you let him reopen the factory? I hoped that deep down he still felt sorry for what he did. Oh. Someone untie me. I have some red-hot polkas I'd rather be jabbing myself with. Hugo,
I'm sorry. I tried to be a good inventor, but everything I made was evil. The last thing I ever designed was a fully functioning ray gun. Even my love bot blew up that grain silo. Yes, I saw that on the show about peacetime explosions. So I did the only thing that's ever worked for me. Found people smarter than me, stole their ideas, sabotaged their work, and called up old Mr. Cosmo. And I would have gotten away with it if it weren't for those meddling robots. Oh Mann. I'll tell you what. We send your inventors back to work, and you and I have a nice long talk. Oh. Who knows? I Von might be able Vater to zu give you Sohn. your old job back. As for you, young man. Me? Yes, you stumbled upon this whole evil plot before any real damage was done. I'd like to give you a reward. Yay! Oh, that wasn't me, Mr. Keen. I don't really notice things. Nein, überhaupt The person nicht. you want to thank is Yuri. Oh, well, in that case, Miss Yuri, how would you feel about running this factory? What? We'll rev up the old assembly line and start right away. Jetzt, wo Who wir den says we can't Schraubenschlüssel make gefunden toy haben. robots? Ja. No, I couldn't. But Yuri, you're the best inventor here. I've always thought Was? so. Really? Yes. Ibi ist jetzt echt nicht so toll wie I guess I'm Kelvin. running a toy robot Kelvin ist factory. einfach nur cool. Ja, eigentlich nicht. Woohoo! Doch, ich mag Kelvin. Er ist nicht cool. Doch. Nein, Er ist psychopathisch. er ist das Gegenteil von cool. Oh And Mann, that's how I die created Wortwitze werden Ultrabot nie and the alt. Ultra Friends. Ultrabot und Okay, die everyone, Ultra break's Friends. over. I liked you better when you were scared of everything. Say, Yuri, do you have a minute? How would you like to go out for coffee tonight? I'd love to. After I take you to a candlelit dinner, of course. Do you treat all your bosses this well? Oh, I love all my bosses equally. Have you considered growing a red mustache? Ja, ja, kaum ist sie ja, Chef. Kaum ja. ist sie Chef. Hey, Victor, you're fired. What? Woohoo! Wollte er nicht gefeuert werden? Ja, aber trotzdem. Okay. Triviatron. Was ist das denn für ein Ding? Genbo. See? I told you you'd get your old job back. And you wonder why I destroyed your factory. Der Alte. Ah, der Hass meines Sohnes. Wie ich die guten alten Zeiten vermisst habe. Hey, I'm Theo. Here's why you should buy Yuriko's famous toy robots. Because they're awesome. Wow. How would you like to own your very own toy robot? We're a lot of fun. We like adventures and games and, Shh! Don't jinx us! So Hey. keep a keen eye out for Miss Yuriko's toy robots. Kids love them. I like robots. Yeah, robot! I like trains. Grandpa, ew! What? I'm old. Ja, okay. Okay. Hey, der Voicecast. Der sieht seiner Figur ja ziemlich ähnlich. Bis auf die Brille. Und den fehlenden Bart. Ach, der Rasierschatten. Oh Gott. Wieso guckt der so böse? Der ist nur schwarz. Daryl, hör auf so böse zu gucken. Lach mal. Die ist ja noch gar keine Japanerin. Das ist so gemein. Und wer spricht? Victor. Francisco González, das ist garantiert auch kein Russe. Die hat Ähnlichkeit mit ihrer Figur. Ja, vor allem die Haare. Genau die. Junior. Oh Gott. Das stinkt. Was? Ich bin alt. Niemand hat dich hier darum gebeten, das zu übersetzen.
Meine Fresse, die Dialoge in diesem Spiel waren echtes Highlight. Ja, und da wir wissen, dass es uns gleich aus dem Spiel raushauen wird, Genau, danke fürs Zuschauen. falls es euch gefallen hat, Lasst uns doch ein Like, einen Kommentar oder, oder. und schaut noch ein bisschen den Robert zu. beim Genau. Tanzen. Bis dann. Tschüss. Ich hasse Spiele, die einen einfach rauskicken. Vor allem für Aufnahmen ist das gar nicht gut. Passt. Zu expensive. Oh, mit den Früchten bezahle ich Upgrades. Ja, genau darum geht's. Im Moment ist es mal ein Upgrade. Du hast 6 Früchte. Ich kann im Moment sowieso nur die mittleren Äpfel immer fangen. Du kannst alle du musst die gar nicht fangen. Ja doch, wenn ich die Schildkröte habe, kann ich mich bewegen, um mehr Früchte zu fangen. 8 Sorgmits. Okay. Aber wir wissen ja ganz genau, wann wir die Aufnahme eigentlich beenden müssen. Da wir dieses Outro schon mal gesehen haben. Vielleicht kickt es ja noch gar nicht raus, sondern bloß mein dauerndes Escape-Gedrücke beim letzten Mal. Wer weiß. Absolut. Ja. Ich komme noch nicht drüber hinweg über die Dialoge in dem Spiel. Ein echtes. Ich wusste doch, wenn du nur lieb bist, dann kann ich dir deinen alten Job besorgen. Und du wunderst dich, warum ich deine Fabrik zerstört habe. Es ist irgendwie Hey, I tatsächlich. think the camera's still on. Hello? Yeah. Okay. Das Can könnt ihr someone get me out of this thing? jetzt